Hallo und herzlich willkommen bei der Historischen Bergungsgesellschaft. Ich komme gerade vom Bäcker mit Brötchen, aber das ist nicht das Einzige, was ich heute mitgebracht habe. Und zwar bringe ich aus der Bäckerei auch noch diese beiden Backbleche aus Aluminium mit. Die sind gelocht und auch ein bisschen verbogen, aber das soll keine Rolle spielen. Wir haben sie geschenkt bekommen. Dafür noch einmal vielen Dank an die Bäckerei. Und wir haben damit aber etwas ganz Besonderes vor, was wir euch jetzt zeigen wollen. Also, wir packen die Sachen ein und los geht's. Für den nächsten Sommer haben wir ein Abenteuer der ganz besonderen Art geplant und dabei werden unsere beiden Backbleche, die wir uns soeben besorgt haben, eine ganz besondere Rolle spielen. Jetzt im Moment ist natürlich noch nicht offensichtlich, wofür wir die Backbleche einsetzen können und werden, und wir müssen sie auch noch umbauen, bis sie den Zweck erfüllen, den wir beabsichtigen, und genau das wollen wir euch jetzt ganz genau zeigen. Wenn wir einmal schauen, die Backbleche, hatten wir ja schon ganz zu Anfang gesagt, sind gelocht und damit bieten sie die ideale Voraussetzung für das Projekt, was wir anstreben. Wir wollen nämlich in die Berge fahren, nach Österreich, um dort nach Smaragden zu suchen. Die wertvollen Edelsteine befinden sich da im losen Gestein, aber man kann sie nicht einfach so finden, sondern man muss das lose Gestein auf einem Waschbrett auswaschen. Und dafür bietet unser Backblech schon ganz ideale Voraussetzungen. Wir sehen hier nämlich die Lochung und das Brett bietet auch eine entsprechende Stabilität, um eben halt das Gewicht von losem Gestein tragen zu können. Das heißt, man kann hier drauf das lose Gestein verteilen. Wenn man das Brett in einen Fluss legt, hat man einen permanenten Wasserdurchlauf, wodurch dann das Ganze ausgewaschen wird. Ganz loses, feines Gestein fällt durch die Löcher durch und hoffentlich bleiben dann die wertvollen Edelsteine auch oben auf unserem Waschbrett liegen. Kommen wir jetzt zu den Dingen, die die Backbleche noch nicht erfüllen, um unser Waschbrett zu werden. Und zwar fehlt ein entsprechender Rand an den Seiten. Weil wir müssen uns vorstellen, wenn wir das lose Gestein hier drauflegen, dann würde uns das Gestein auch rechts und links wieder von dem Waschbrett herunterfallen. Unter anderem könnten dann natürlich auch Smaragde dabei sein, was wir ja nicht wollen. Das heißt, wir müssen uns jetzt noch einen Rand schaffen, damit uns das lose Gestein nicht rechts und links von dem Waschbrett wieder herunterfällt. Da haben wir schon eine ganz einfache Idee gefunden. Das Waschbrett ist ja sowieso aus Aluminium und wir nehmen auch einfach diese Aluminiumprofile, die wunderbar dazu passen, um eine Erhöhung zu schaffen. Wir müssen natürlich auch noch eine andere Tatsache bedenken. Wir werden uns im Sommer im alpinen Gelände befinden
und müssen dann die Waschbretter bis zu dem Waschplatz tragen, da es da keine Straßen gibt und man das eben halt auch nicht mit dem Auto dahin transportieren kann. Wir müssen also gleichzeitig auch ein bisschen auf das Gewicht achten, weil wir so viel ja gar nicht tragen können. Von daher bietet sich Aluminium als Material natürlich wunderbar an. Das heißt, unser Plan sieht es jetzt vor, die jetzigen Backbleche mit Erhöhung am Rand zu versehen, damit wir daraus entsprechende Waschbretter bauen können. Das ist auch relativ einfach möglich, weil sich Aluminium natürlich ganz gut bohren lässt. Wir haben das hier mal ein bisschen angedeutet. Und wenn wir dann die entsprechenden Vorbohrungen genau vorgenommen haben, dann können wir uns im nächsten Schritt einfach Blindnieten nehmen und entsprechend die Erhöhung mit den Blindnieten auf die Backbleche aufnieten. Und damit haben wir dann das Waschbrett, so wie wir uns das vorstellen. Das Ganze muss man sich dann in etwa so vorstellen, wenn wir hier das Backblech nehmen und die Blindniete hier hindurchführen. Wir sehen es hier, da kommt sie raus. Dann könnte man hier an der Unterseite das Winkelprofil aufnieten und hat dann entsprechend die Erhöhung am Rand aufgenietet, die wir später brauchen werden. Das heißt, wir können beide Backbleche entsprechend zu Smaragd-Waschbrettern umbauen und können sie dann mit in die Berge nehmen, um uns auf die Suche zu begeben. Was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen uns natürlich noch entsprechend für die Arbeit mit dem Metall umziehen. Im Intro habt ihr ja schon gesehen, dass die Materialien ebenfalls alle bereit liegen. Damit sind wir perfekt vorbereitet und können mit dem Umbau unserer Waschbretter anfangen. Kommt mit! Unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen. Jetzt können wir damit beginnen, die Bleche glatt zu klopfen, damit wir später den Rand aufnieten können. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt können wir mit dem Zuschnitt der Winkelbleche beginnen. Jetzt, wo unsere Bleche gerade sind, können wir damit beginnen, aus den langen Aluminiumprofilen, die wir noch hatten, entsprechende Stücke zuzuschneiden, die dann die Seitenlänge der Backbleche haben. Diese Stücke können wir dann später vorbohren und an das Backblech annieten, sodass daraus unser Smaragd-Waschbrett entsteht. Jetzt brauchen wir also erst den Winkelschleifer und eine Trennscheibe und können dann anfangen, diese Bleche entsprechend der Länge zuzuschneiden.
Ich messe zuerst ab, wie lang die jeweiligen Bleche sind und mache mir mit einem großen Stift eine Markierung, die man auch deutlich sieht, wenn man mit dem Winkelschleifer daran geht. Das ist die Stelle, wo die Bleche durchgetrennt werden müssen, um die exakte Länge zu haben. Das sieht alles schon ganz gut aus. Aber jetzt wollen wir hier den Rand noch mal richtig entgraten, dass der komplett so glatt wird wie hier. Das machen wir mit Handarbeit. Hier seht ihr jetzt gerade, wie ich die zugeschnittenen Winkelbleche von Hand entgrate. Das ist nämlich deshalb notwendig, weil wir nachher keine spitzen Kanten haben wollen. Außerdem soll die abgeschnittene Stelle nachher genauso glatt sein wie eine normale Stelle, sodass man den Unterschied gar nicht mehr sieht, wo die Bleche zugeschnitten worden sind. Was ich jetzt noch im nächsten Schritt mache, ich nehme mir die Feile und werde die Ecken hier rund schleifen, weil wenn wir nachher unser Smaragdwaschbrett transportieren, dann wollen wir ja auch nicht, dass wir uns an den spitzen Kanten vielleicht die Kleidung aufreißen oder die Ausrüstung beschädigen. Und deshalb feile ich jetzt die Ecken von Hand rund und gehe nochmal mit dem Schleifpapier nach, dass auch hier keine Grate mehr dran sind. Wenn ich diesen Schritt erledigt habe, dann sind unsere Seitenbleche so weit, dass wir sie mit den Blindnieten annieten werden. Die Seitenränder sind jetzt fertig. Jetzt können wir die ersten Löcher vorbohren und dann die Nieten setzen. Sitzt perfekt.
Es ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass wir für unser Projekt eine ganze Menge Blindnieten besorgt haben. Und das hat folgenden Grund, denn wir brauchen unterschiedliche Stärken, die wir an verschiedenen Stellen zum Einsatz bringen. In der Unterseite unseres Waschbretts haben wir ja bereits die Lochung und diese beträgt 3 mm. Also haben wir das Maß aufgegriffen und haben an der Unterseite jeweils Blindnieten mit 3 mm Stärke eingesetzt. Diese sind nun bereits befestigt und halten die Seitenränder in ihrer Position. Als nächstes werden wir uns nun Blindnieten in einer größeren Stärke von 5 mm nehmen und diese an einigen ausgewählten Punkten nochmal in den Rand einsetzen, damit wir hier nochmal eine zusätzliche Verstärkung haben. Hier im direkten Vergleich sieht man auch den Unterschied zwischen der 3 mm Niete und der nun zum Einsatz kommenden 5 mm Niete. Die 5 mm Niete ist auch wesentlich stärker und kann damit natürlich wesentlich mehr Druck standhalten, wodurch unser Waschbrett an den Seitenrändern nochmal extra Stabilität erlangen wird. Wir setzen nun also die stärkeren Blindnieten am Rand ein. Na, was sagt ihr zu unserem Smaragd-Waschbrett? Ich finde, das sieht schon ziemlich gelungen aus. Durch den Rand rechts und links erhält das Ganze auch nochmal extra große Stabilität. Wir haben die Unebenheiten ausgeglichen und alles fest miteinander vernietet und damit eine Fläche geschaffen, die an den Rändern sehr erhöht ist, damit man hier in der Mitte später darauf arbeiten kann. Wenn wir dann in den Bergen das lose Gestein auf dem Waschbrett sortieren wollen, dann können wir hier mit dem Werkzeug nämlich ganz wunderbar rüberfahren und hier am Rand fällt uns rechts und links nichts mehr runter. Das heißt, dieser Arbeitsschritt ist schon perfekt gelungen. Wir haben noch das kleine Waschbrett, das werden wir jetzt noch nach demselben Prinzip ausbauen. Und dann haben wir die Vorbereitungsarbeit dafür schon abgeschlossen. Eine Sache müssen wir uns allerdings noch überlegen, und zwar betrifft das den Transport. Wir müssen ja dieses riesige Teil irgendwie getragen kriegen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, das Ganze unter den Arm zu klemmen und dann im alpinen Gelände unterwegs zu sein, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir sind eher aus Zufall auf eine andere clevere Idee gekommen, oder hoffentlich clevere Idee zumindest. Von unserem alten Detektorrucksack, den ihr kennt, gab es noch dieses Tragesystem. Das konnte man sich so überlegen, dann hinten der Rucksack dran und man hatte hier noch verschiedene Bänder, an denen man das befestigen konnte. Was ganz interessant ist, hier sind einige Aluschnallen dran und hier sind auch noch so einige Aluösen. Und da wir das hier nicht mehr verwenden, kam die Idee, dass wir einfach diese Aluösen hier losbohren und sie hier am Rand an unserem Waschbrett befestigen. Dann hätten wir an 2 Stellen jeweils eine Öse und könnten da dann ein Gurtband durchführen, womit man das dann auf dem Rücken an einem Rucksack befestigen kann. Das Ganze könnte dann ungefähr so aussehen. Dann könnten wir
unser Waschbrett einfach auf dem Rücken tragen. Den Rucksack können wir dann da drüber hängen. Und damit hätten wir eine Idee, wie wir das Ganze auch relativ unkompliziert tragen können. Dann wird das Ganze hier eingehakt und wir können mit dem Aluminiumbrett, was ja eh relativ leicht ist, dann einfach eine Wanderung machen. Ganze Ausrüstung noch im Rucksack drin und vor Ort können wir die ganze Sache auseinanderpacken und haben dann unsere Ausrüstung parat. Selbst für die Unterlegscheiben aus der ehemaligen Tragekonstruktion haben wir noch eine sinnvolle Verwendung. Die Scheiben dienten vorher dazu, die Ösen stabil auf der Konstruktion zu halten, und diese Idee ist ja auch gar nicht schlecht. Wir können sie also weiter verwenden, müssen dafür nur einige Änderungen vornehmen. Und zwar ist der Durchmesser der aktuell vorhandenen Bohrung noch nicht groß genug, sodass unsere 5 mm Niete da nicht hindurchgehen wird. Was wir nun also tun müssen, ist die Unterlegscheibe entsprechend weiter aufzubohren, damit sie auf 5 mm in der Mitte kommt. Die kleinen Scheiben festzuhalten ist gar nicht so leicht, deshalb spannen wir sie einfach in die Wasserpumpenzange ein. Damit haben wir einen stabilen Griff und können die Unterlegscheibe fest in der Position halten, um sie nun mit dem Bohrer entsprechend zu weiten. Anschließend können wir sie verwenden, um die Trageösen fest auf das Waschbrett aufzunieten, damit es entsprechende Stabilität hat, um es später tragen zu können. So, die erste Halterung sitzt und das sieht richtig gut aus. Das sieht super stabil aus.
So, das ist jetzt perfekt und die Ösen sind stark genug, um das Smaragd-Waschbrett auch zu tragen. Dann können wir es auf den Rucksack schnallen und auf dem Rücken tragen, so wie wir uns das vorgestellt haben. Nach demselben Prinzip wie bei dem großen Waschbrett hier bauen wir jetzt noch das kleine Waschbrett hinterher. Na, das sieht doch ganz prima aus. Wir haben die Konstruktion unserer Smaragd-Waschbretter jetzt abgeschlossen und sind mit dem Ergebnis mehr als nur zufrieden. Ganz besonders wichtig an der Konstruktion sind hier diese Halterungen, die wir ja extra aufgenietet haben, um daran eine Aufhängung zu befestigen. Da müssen wir uns noch ein bisschen mehr zu ausdenken, aber das sieht schon ganz gut aus, denn das wird uns später helfen, das Smaragd-Waschbrett entsprechend transportieren zu können. Das ist natürlich wichtig, damit wir das an die entsprechende Schürfstelle im alpinen Gelände tragen können. Das stellen wir uns als eine Art Rückenkonstruktion vor, dass man es auf dem Rücken tragen kann. Und aufgrund des Gewichts ist es wegen dem Aluminium auch nicht besonders schwer. Das wird also richtig gut gehen. Ganz zum Schluss haben wir noch eine kleine Verschönerung vor. Und zwar sieht man ja schon, dass die Bretter ein bisschen zweifarbig geblieben sind. Einerseits durch die blanken Aluminiumteile und andererseits dadurch, dass die Bretter teilweise noch die ursprüngliche Lackierung haben. Das heißt, wir werden uns jetzt noch ein bisschen Farbe schnappen und werden die Smaragd-Waschbretter komplett schwarz lackieren. Das wird wahrscheinlich auf dem Aluminium auch nicht besonders dauerhaft halten. Man sieht es ja auch hier unten schon, da ist ein bisschen was abgegangen. Aber der Vorteil, den wir uns erhoffen, abgesehen von der optischen Aufwertung, liegt einfach darin, dass wir denken, wenn wir den dunklen Untergrund haben, dann wird man wahrscheinlich später die grünen Edelsteine hier auf diesem Untergrund etwas besser sehen können, als wenn man das blanke Aluminium hat, was dann vielleicht noch mit glitzerndem Wasser und der Sommersonne, die man dann wahrscheinlich hat, wahrscheinlich so irritiert wird, dass man es nicht mehr gut sehen kann. Das heißt, mit dem schwarzen Untergrund könnten wir den Vorteil haben, einfach besser die Smaragde erkennen zu können, die wir dann hoffentlich finden werden. Das heißt, wir werden jetzt noch ein bisschen Lackierungsarbeit machen und danach sind wir komplett fertig mit unseren Smaragd-Waschbrettern.
Der Lack ist inzwischen getrocknet und unsere Arbeit an den Smaragdwaschbrettern damit abgeschlossen. Wenn euch das Thema interessiert, dann solltet ihr auf gar keinen Fall unser nächstes Video verpassen, in dem es wieder um Smaragde und die Smaragdsuche gehen wird. Wir würden uns freuen, euch dann wieder begrüßen zu dürfen und sagen bis dahin.